So fangen wir an. Gleich mal kurz nach dem Start den kleinen Pipi-Weg. Patschi ist ganz aufgedreht. Wir sind an der kleinen Vils in Geisenhausen noch. Fahren wir jetzt durch. Richtung B299 geht es da. Geht ein ziemlicher Wind. Jetzt haben wir gut lachen, jetzt haben wir nämlich Rückenwind. Was dann morgen beim Zurückfahren mit Sicherheit anders ist. Jetzt seid gegrüßt vom Patschi und von mir, der Susi. Heute gab es direkt ein bisschen Startprobleme, Motivationsprobleme. Freue mich schon die ganze Woche, aber auch wenn man dann daheim gemütlich im Warmen sitzt und draußen der Wind pfeift und Sturm angesagt ist, ja, ging das Packen ein bisschen langsamer als sonst. Aber kaum 1 Kilometer auf dem Rad gesessen und schon fühle ich wie ab nach Amerika. Ja, wir machen heute ist Samstag, der 29., 30. So, jetzt ist tatsächlich der eine Akku kaputt. Habe es nämlich alle frisch geladen gehabt. Habe euch gerade begrüßt, es wird noch drauf sein. Und dann waren nur noch 3% drauf. Also witzig. Und jetzt fahren wir zur Vils runter und gucken, was es da gibt. Bis morgen. Samstag ist Ende Januar. Der letzte Samstag. So, Patschi darf jetzt gleich raus. Das sind immer die schönsten Strecken, wenn der Patschi am Anfang gleich Laufmöglichkeit hat. Ich meine, geben tut es das überall, aber nicht so schön wie hier. Weil das eine, der Fahrradweg neben der Straße, da geht halt dann auch nur kurze Leine. Ich sehe ganz deutlich die Berge. Aber ich glaube, dass man das jetzt da auf der Aufnahme nicht erkennen kann. Der Wind rauscht wie ein Wildbach. Es kommen immer so Böen. Da stellt Patschi das Fell auf. Oi, bläst der Wind so rein. So, sonst sind wir immer hier rechts gefahren und heute probiere ich mal den Weg. Weil der, den ich sonst immer fahre, der rechts rum, der war beim letzten Mal so schlecht. Und da hat mir mal jemand gesagt, das wäre viel besser, das geht dann auf ein Sträßchen. Und das Sträßchen, das kenne ich mittlerweile. Gucken wir mal, ob das eine gute Alternative ist. Ja, schaut gut aus. Warum muss sich der Patschi so aufregen? Hat sich schon beruhigt, bis ich ein Foto raus habe. Ups. Da sitzt nämlich eine Katze und die da drüben hat er noch gar nicht gesehen.
Temperatur schaut ganz gut aus. Jo, als wir hier das letzte Mal waren, im Oktober, da war es gemütlicher und wärmer. Party. Aber das Wasser ist jetzt klar. Nee, du gehst nicht rein. Nein, nein, nein. Nein, nein. So schaut's heute aus. Ich rausschaue. Wind geht, kommen richtige Sturmböen teilweise. Ja, ich habe mich jetzt warm eingekuschelt mit der Jacke. Oh, das ist laut. Und werde jetzt noch ein kleines Spielchen machen. Mir gefällt gerade Istanbul. Das habe ich auch als Brettspiel daheim. Finde es genial. Gut. Da geht es darum, dass man Waren kauft und Edelsteine und dass man dann als Erster alle Edelsteine hat. Es ist 7:45. Ich habe heute oben die Tür zu sogar, weil der Wind so herpfeift. Aber ich wollte in die Richtung, da geht es nämlich zum Waldrand und da möchte ich in der Früh gucken, ob ich Tiere sehe. Draußen 6,2 Grad, das ist ja sowieso phänomenal. Ja. Ja, und ich habe mich warm eingepackt. Das ist so eine coole Decke. Da kann man mit die Arme reinschlüpfen und muss nicht in den Schlafsack schon gehen. Ja, und kann lesen und habe warme Hände. Gut, warm ist übertrieben, aber es geht. Es geht, wenn ich dann an den Ofen vom Enduro René zum Beispiel denke, dann überlege ich wieder, wo hätte ich denn vielleicht Platz? Da ist das Stativ, Patschi sein Halsband, da ist der Organizer, der ist auch voll, wenn wir unterwegs sind. Und da hinten hängt jetzt die Jacke und die Hose. Ist ein bisschen schwierig, ja, weil da ist ja das Bett. Da geht ja nichts auf der Seite. Ja, es soll ja auch nicht umfallen. Also angenehmer wäre es mit Sicherheit, wenn es noch ein paar Grad wärmer hätte. Obwohl ich mich bei 9 Grad auch nicht beschweren kann. Jo. Patschi, Patschi muss immer aufpassen. Dann guckt er wieder zum Fenster raus. Dann schnarcht er wieder. Guten Morgen. Es duscht in Strömen. Und der Wind pfeift. Guten Morgen, Patschi. Was komm ich zu? Oh, ich muss aufs Klo. Dann muss ich jetzt mal rausgehen. Ach, du musst nicht. Nase. Es hat ordentlich geregnet. So, Patschi muss hinbleiben. Jetzt hagelt es auch noch.
Aber der Wetterbericht verspricht schön. Hatschi beobachtet durch sein Fenster und ich beobachte durchs Spektiv. Und nachdem ich dann das Spektiv wieder weggepackt hatte und uns zum Aufbruch gerüstet, da habe ich in der Ferne noch einen Fuchs schnüren sehen. Irgendwas hat er im Maul gehabt. Er hat nämlich den Kopf so hoch getragen. Der Patschi hat ihn auch gesehen. Unglaublich. Also war ja wirklich nur ein Punkt, der Fuchs. Also eine Henne war es nicht. Das hätte ich erkannt. Aber irgendwas, was er auch nicht gleich hat runterschlucken können und zu seinem Bau getragen hat. Ja, schade, hätte ich gerne ein Foto gemacht. Wenn ich mich richtig erinnere, haben die Füchse im Januar ja ihre Jungen. Vielleicht hat er schon Kinder zu versorgen. Hatschi riecht was, sieht was. Wir sind wieder auf Tour. Fahren jetzt entlang dem Haagholz, das der Landesbund für Vogelschutz erworben hat. Ja, aber es ist so kalt, ich habe so kalte Finger. Jetzt schiebe ich mit dem Patschi gemütlich entlang das Haagholz. Wir sind bei unserem Frühstücksplatz. Also nicht bei unserem, sondern den ich mal rausgesucht habe. Um 9:30, um 9 Uhr schon kam die Sonne raus. Der Kaffee kocht, also das Wasser, meine GoPro-Akkus sind kaputt und meine tollste, neueste Entdeckung mit dem Wakako Kaffeemacher, dass ich nicht mehr mit dem losen Kaffee rumtue, sondern dass ich mir so einen Beutel, so ein Kaffeepad einfach reinmache. Funktioniert einwandfrei und es ist doch nicht so viel Rumgefusel mit dem losen Kaffee. Ah, was glaubt ihr, wenn Kaffeeduft? Jetzt habe ich nämlich echten Hunger. Das ist sicher schon 10 Uhr und dauernd Gegenwind. So, los geht's. Jetzt schütte ich noch mal kaltes Wasser durch. Dann habe ich später für den Tee noch mal in der Thermoskanne. Ah, ist noch viel. Und der Kaffee kommt. Die 15 Kilometer, die wir noch haben, haben wir total den Gegenwind. So. Oh, habe ich nicht ganz voll gemacht. Da muss ich wieder aufpassen. So. Eingestiegen. Der guckt lieber dann vorn zum Fenster raus. Da fliegen die Graugänse, die ich vorher auf der Wiese gesehen habe.
Geht ein scharfer Wind. Jetzt drehen wir dann gleich nach Westen ab und dann haben wir entgegen Geitenhausen, 12 Kilometer. Es geht voll gegen den Wind, genau nach Westen. Ich fahre auf dem kleinsten Gang und wechsle immer zwischen Tour und EMTB. Manchmal bei ganz starken Böen sogar auf Turbo. Wir machen wieder eine kleine Pause. Also so einen Wind gab es noch nie, der Patschi. Unglaublich. Hauptsache mal ein bisschen sturmgeschützt. Sieht nicht so aus, wie es wirklich tobt draußen. Ich gönne mir einen Tee und der Patschi kriegt ein knappes Stänglein. Solche Sturmböen habe ich echt noch nicht erlebt. Dass ich im kleinsten Gang teilweise mit Turbo fahren muss und es mich links und rechts auf der Straße hin und her schüttelt. Darum fahre ich jetzt auch auf der Straße, weil auf dem Feldweg, wo die Böschungen immer sind, das könnte dann gefährlich sein. Ja, wenn einen der Wind so richtig so eine Böe erfasst. Aber jetzt lassen wir uns erstmal schmecken. Dann kämpfen wir uns ein paar Kilometer weiter, Patschi. Dann gibt es nochmal einen Tee. Wir haben noch 9 Kilometer, das schaffen wir auch, wenn wir schieben. Es ist 11:30 und hat gefühlt 0 Grad. Wahnsinn, 6,2. Aber der Sturm, der kalte Wind. Ich weiß nicht, was angenehmer ist, schieben oder fahren. Jetzt läuft der Patschi mal ein Stückchen mit. Oh. Ohne Schiebehilfe geht es da auch nicht. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, ich fahre wieder beim nächsten Ort. Die Häuser, die halten ein bisschen ab. Patschi spinnt eh immer so an der Straße. Zwischen Häusern ist es herrlich. Mal kein Wind oder kaum. Oh, schön, man merkt so deutlich, die Häuser da vorne halten jetzt schon ab. Eine Wohltat. Das strengt nämlich auch in den Armen an. Den Lenker halten immer. 7,5 Kilometer noch bis nach Hause, alles gegen den Wind. Werden wir noch mal ein kleines Päuschen machen. Eine Tomatensuppe und ein Brot noch. Mittagessen. Im Moment bin ich bei 9 km/h, immer so zwischen 7 und 9, bis die nächste Böe wieder kommt. Wenn ich jetzt schon ein Fazit abgebe, dann war das die ungemütlichste Tour. Also es ist klar, es sind immer irgendwelche ungemütlichen Momente mit dabei, wenn man unterwegs ist. Aber so viele wie jetzt, die gab es noch nie. Oh, jetzt treibt mich wieder eine Böe weg. Ja, dass ich in der Nacht sogar
alles dicht machen musste. Die Tür oben, das hatte ich noch nie, dass ich sie wirklich zugesperrt habe. Dass ich die Dachluke zugemacht habe, weil der Wind den Regen reingepeitscht hat. Also irre. Muss man auch mal erlebt haben. Schön ist es trotzdem immer. An habe ich einen langärmeligen, dünnen Unterziehpulli mit Rollkragen, einen dicken Baumwollpulli und dann die Winterjacke drüber. Die lange Thermo-Unterhose, die ich heute Nacht anhatte, habe ich dann gleich anlassen. Das weiß ich. In der Früh ist es immer kalt, wenn man aus dem Schlafsack kriecht. Da lasse ich immer noch die Thermo-Unterhose an. Wenn es wärmer wird, kann ich sie ausziehen. Aber heute mit Garantie nicht. Der Wind geht durch. Ach, der Wald, was für eine Wohltat. Da kann ich mal wieder mit Tour fahren. Bergauf. Drüben geht es dann wieder runter. Da muss ich aufpassen, dass mich nach dem Wald die Böe nicht erfasst. Vorhin hat es mich ja einen Meter abgetragen, mal vom Fahrradweg. Im Wald bergab, ohne treten müssen, die reinste Wohltat. Da möchte man meinen, es geht kein Wind. So, es fängt schon an. Auto kommt keins hinter mir und der Wind ist wieder da. Wenn man bergab nicht bremsen muss, das heißt was. Gut, jetzt ein bisschen. Aber wie die Böe gerade kam, das war wie eine Bremse. Sogar der Patschi hat sich in den Wohnwagen zurückgezogen. Kann ich aber jetzt nicht zeigen, weil da muss ich anhalten. Ich glaube, man sieht es nicht, wenn ich nur die GoPro drehe. Sieht man es? Noch 29% Akku im EMTB-Modus, 9 Kilometer und noch ungefähr 3,2 Kilometer bis nach Hause. Eine ganz kurze Laufpause für den Patschi. Normal hat er seine Nase immer raushängen. Denke ich mir, wo gucken denn die Leute hin da hinten immer? Die lassen Drachen steigen. Und jetzt 2,5 Kilometer vor zu Hause haben wir noch mal ein Päuschen gemacht, weil es so schön ist. Die Sonne, also wo der Wind nicht geht, die Sonne ist schon richtig schön. Patschi hat jetzt gebellt, weil da drüben 2 Leute sind. Also wenn wir irgendwo lagern, dann passt da auf wie ein Wachhund halt.